Das nächste Modell im Directional Board Test bei Gleiten TV ist hier das Spade Vollcarbon. Wie gesagt, ein Board, was komplett ein Kohlefaserlaminat dementsprechend besitzt. Es ist ausgestattet mit einem wahlweise Thruster-System oder Quad-System mit Future-Boxen. Hier liegt das Gewicht insgesamt halt bei 3,6 mit einem Thruster-System oder 3,7 Kilo mit einem Quad-Fin-System. Die Abmaße des von uns getesteten Spade hier liegen bei 1,71 Meter bei einer Breite von 49 cm. Von den Shape-Details geht es hier in den ganz leicht konkaven Bugbereich. Das zieht sich in der gleichen leichten Konkave durch das ganze Unterwasserschiff durch und endet hier im Tailbereich mit einem ganz leichten Mono-Channel. Wir haben schlank geshapte Rails mit einer weichen Verrundung ins Unterwasserschiff. Besonders der mittlere Teil hier ist weich verrundet. Hier vorne ist hier insgesamt schon, da wo es halt im Entry-Rocker ist, halt etwas dünner und auch minimal schärfer. Richtig scharf wird sie erst wieder hier im hinteren Bereich des Wingers. Ausgestattet ist das Spade Vollcarbon mit einer Rockerlinie von 5,7 cm. Ausgeliefert werden die Bordmodelle alle mit einem EVA-Pad, gewaffelt auf dem vorderen und auf dem hinteren Fuß. Und zur Anpassung an den Stands gibt es hier 3 verschiedene Möglichkeiten, wo man seine Fußschlaufen montieren kann. Je nach Körpergröße, Gewicht und eigenem Style ist man hier variabel genug. Die mittlerweile stärkere Rockerlinie des Spade und die reduzierte Bordbreite führen dazu, dass hier das Angleitvermögen gegenüber seinem Vorgänger etwas geringer ist, sodass wir hier durchgehend gute Leistung erhalten. Auf der anderen Seite ist das Board minimal länger geworden und ist jetzt mit einem wahlweise Quad-System ausrüstbar, was die Anwendleistung gegenüber dem Vorgängermodell gesteigert hat. Jetzt sind die Leistungen hier gut bis sehr gut. Und schauen wir insgesamt auf das Fahrgefühl, weil wir haben ja hier jetzt auch wirklich eine komplett geänderte Bauweise. Der EPS-Kern ist halt mit hauptsächlich Kohlefaser laminiert und hat halt ein Honeycomb-Deck. Das Ganze hier fühlt sich lebendig und spritzig an, obwohl das Brett halt mit 3,6 oder 3,7 Kilo jetzt nicht unbedingt zu den Leichtgewichten am Markt gehört. Und grundsätzlich hier hat man jetzt auch nicht unbedingt das Gefühl, dass das Board einen Flex besitzt, aber wir haben aufgrund dieser Bauweise eine gute Dämpfung, die auch akustisch halt nicht so einen harten Ton von sich gibt wie jetzt ein Wood Sandwich Board. Das ist hier insgesamt doch deutlich angenehmer. In puncto Drehfreude hat das Spade Pro seinen Grundcharakter definitiv beibehalten. Wir sind immer noch bei einem Board, was halt am liebsten seine enge Drehfreude über den hinteren Fuß produziert. Das gilt natürlich besonders, wenn man das Board mit einem Quad-System ausrüstet. Dann wird das Ganze hier im hinteren Bereich auch nochmal einen kleinen Tick fester, als wenn man es mit einem Thruster-Set fährt. Dafür verträgt es allerdings natürlich auch beim Top-Turn jede Menge Kraft. Möchte ich das Spade Pro mehr über den vorderen Fuß fahren, so ist es aufgrund der etwas volleren Rails, also diese Step Rails gibt es hier nicht mehr, deutlich besser möglich als beim Vorgänger. Allerdings bedarf es auch doch recht viel Kraft auf dem vorderen Fuß, um mittlere Radien oder weite Radien sauber aussteuern zu können. Also hier müssen wir die Dosierung auf dem vorderen Fuß weiterhin etwas reduziert halten, damit wir hier einen flüssigen Lauf garantieren können. Konzentrieren wir uns bei der Drehfreude auf die Last vom hinteren Bein, so lassen sich hier sehr enge gesnappte Turns fahren, wodurch auch die Geschwindigkeit nicht reduziert wird. Insgesamt betrachtet liegt hier die Lastverteilung, wenn man es mit dem Quad-System fährt, bei 80% auf dem hinteren Fuß und 20% auf dem Rail. Das Ganze verbessert sich ein klein wenig,
Wenn ich das mit einem Thruster-Set fahre, dann wird das Ganze etwas ausgewogener und liegt dann bei 70-30. Insgesamt muss man erwähnen, dass durch den kleinen Mono-Channel im Tail-Segment hier der Griff des Brettes beim Top-Turn insgesamt auch nochmal höher geworden ist. Dementsprechend gerade für Personen unter 80 Kilo die Verwendung vom Thruster-System angenehmer. Wenn man das Quad-System verwendet, sollte hier etwas mehr Kraft vorhanden sein oder ein höheres Gewicht. Die immer noch recht breite Fläche im Tail-Segment und insgesamt die Breite des Boards in Kombination mit der ausgeprägten Rockerlinie sorgen dafür, dass das Board auch von kleinsten Wellen immer sehr gut angeschoben wird und dass hier ein guter flüssiger Lauf stets beibehalten wird. Also das Brett kann sich halt auch in kleinsten Ostseewellen hier über einen guten Schub der Welle erfreuen. Dementsprechend gut eignete sich auch für das Fahren dicht am Face der Welle. Und gerade wie auch hier sehr schön zu sehen, diese kleinen gekickten Turns mag das Spade insgesamt sehr gerne. Und wer lieber in langgezogenen Turns dem Kite folgt von seinem Stil, also mehr Inside-Out fährt, der wird sich auch über das Quad-System aufgrund seiner sehr guten Führung und des guten Griffes erfreuen. Klar ist das Cabrinha Spade Pro kein ausgewiesenes Freestyle-Board, aber auch mit 3,6, 3,7 Kilo lassen sich hier ohne Probleme gut ausbalanciert unterschiedlichste Strapless Freestyle-Manöver ausführen. Auch hier ist dann die Eignung von einem Thruster-System nochmal einen kleinen Tick schöner, da sich dann Landungen nochmal etwas einfacher korrigieren lassen, weil die Quad-Anordnung ist halt schon auch sehr direkt und sehr griffig beim Wiedereintauchen auf der Wasseroberfläche. Klar, das Spade ist ein alter Bekannter von seinem Namen her, hat sich aber in der Charakteristik über den Verlauf seiner Entwicklung doch ein wenig geändert. Wir haben jetzt hier beim Spade 5.7 Pro da zwei verschiedene Gesichter. Wir haben einmal ein Board, was sich halt sehr schön knackig und snappig direkt am Face gefahren an der Welle gut aussteuern lässt. Hier sind dann die Radien auch nicht zu stark ausladend sozusagen. Oder man fährt das Board halt mit einem dosierten Druck über das Rail in weiteren Radien. Also somit sind auch alle Stile dementsprechend möglich. Man muss sich aber letztendlich doch für die eine oder andere Richtung entscheiden. Man kann jetzt nicht einfach so in den Turns frei wählen und das Ganze irgendwie mischen. Das ist dann schon vom Gefühl doch etwas komplizierter. Uns hat das Board am besten in kleinen bis mittleren Wellen gefallen, wenn man es möglichst dicht am Face fährt und hier über den hinteren Fuß kleine snappige Turns fährt, dann fühlt sich das Brett hier mit am wohlsten. Aber dementsprechend ist es auch so für den Fahrer mit Fußschlaufen, der halt langgezogene Turns fahren möchte, der bekommt hier eine gute Stabilität in Längsrichtung und einfach auch ein gutes Maß an Sicherheit und fehlerverzeihendem Verhalten, wodurch halt dieser Stil halt genauso gut möglich ist, wie das, was wir anfangs beschrieben haben. Wenn wir auf die Materialkomposition schauen, konnten wir da jetzt, wie gesagt, keinen großartigen Gewichtsvorteil über die Carbonbauweise effektiv auswiegen. Wir haben halt nur ein klein bisschen schönere Dämpfung, was gerade in auch kabbligen Ostseebedingungen manchmal natürlich interessant ist. Da fühlt sich das Board halt von seiner Bauweise doch besser an als die Wood Sandwich Bauweise. Alles in allem bleibt das Spade Pro ein guter Allrounder für unterschiedlichste Stile und auch vom Fahrkönnen stellt er hier keine wirklich großen Anforderungen, da wie gesagt genug Stabilität in Längsrichtung besitzt und auch keinerlei Nervositäten an den Tag legt. Wer die volle Performance des Brettes erfahren möchte, braucht allerdings halt schon ein etwas feineres Füßchen
und muss sich halt, je nachdem, was er gerne gerade machen möchte, auch den dementsprechenden sensiblen Druck auf das Brett ausüben. Dann ist das Ganze hier durchaus mit viel Spaß versehen.